Okay, na dann haben wir den nächsten Punkt. Lassen wir einfach alles so offen. Wir warten auch nicht, bis hier die Spurenleute kommen. Nö. Wir gehen einfach. Das macht man so. Das lernt man auch in der Polizeischule. Man lernt viele tolle Dinge in der Polizeischule. Essen anfassen. Und einen Tatort einfach so zurücklassen. Das ist ganz gut. So muss das sein. Gut, jetzt warten wir noch auf Bix. Schnauze. Okay. Dann geht's mal ab zum Flughafen. Oder zum Flugfeld. Na gut, Flugfeld, Flughafen, beides das gleiche, oder? It's a military project, gentlemen. Can you state your business? Detectives, Phelps and Biggs, LAPD. We're investigating the explosion. We have reason to believe there may be a link to Hughes' aircraft. I'm sorry, I can't help you there, Detective. Without authorization from military HQ, you won't be allowed onto this facility. What seems to be the problem, gentlemen? Hey, Biggs. You're not still with the LAPD. Right so, mates. Can you help us out here? Sure. What seems to be the problem? We're working the big explosion at the electroplating plant. I found a part there that belongs to one of your planes. I work head of security for Mr. Hughes now. I'll take full responsibility. I'm sure we can clear this up. Follow me. It's the big hangar. You can't miss it. Ah, Glück gehabt, würde ich sagen. Who is Mapes? And what's his connection to Howard Hughes? Vernon Mapes used to work Advice. Word is he runs fuck pads for Hughes' starlets. A pimp. Earl and Mapes would seem. Mapes was the role model for creeps like Earl. Na dann, gehen wir mal raus. Anscheinend reden wir nochmal mit dem. Der stellt sich da schon so... Ah ne, wir folgen ihm erstmal nur. Ich glaube, wir reden trotzdem noch mit dem bestimmt, oder? Da machen wir ihn richtig fertig. Richtig fertig machen wir ihn da. Good day, miss. Hallo. So, Alter, das ist ein großer Hangar. Für ein großes Flugzeug. That thing really fly? Mr. Hughes believes so. Amazing, isn't she? So, this is the spruce scoop. Jesus Christ, Biggs, you want to get me fired? Mr. Hughes hates that fucking name. It's the H-4 Hercules to you. You mind answering a few questions, Mr. Mapes? Call me Vernon, kid. Fire away. Alles klar. Do you know anything about the explosion that happened at Nicholson Electroplating this morning? No more than anyone else. Heard the boom while I was shaving. Almost shit my pants. Thought it was Pearl all over again. Na, das will ich anzweifeln. But you had no personal contact with any of the employees. And you have no idea what caused the explosion. I'm in security. I handle Mr. Hughes' personal interests, if you get my meaning. I'm not directly involved in manufacturing. Do you know Tomoko Akamoto? Never heard of the broad. Why? Na, würde ich auch anzweifeln. Ich habe nichts... Nee. Na, zweifle ich an. You don't happen to wear an LAPD tie pin, do you, Mapes? Sometimes. I have a couple of them from my days on the force. Ach, gleich ein paar. Gut. Mehrmals wahrscheinlich in Ruhestand gegangen, alles klar. Do you know the chief chemist at Nicholson Electroplating, a Harold McClellan? I've heard of the guy. He was pitching some fancy process to the company. Hier könnten wir mit Hilfe dieses Flugzeugteils vielleicht eine Verbindung We know that you were sending parts to Nicholson for testing. Question is whether you were going through Nicholson or cutting your own deal with McClellan. Interesting theory, kid. How you gonna prove any of that? Aber Fingerabdrücke. Und du weißt nicht mal, was das ist? Ja, ja. Das ist eine Propellerhaube. Scheint so, okay. We found a prop spinner in the wreckage. We believe it belongs to this aircraft. We sent them some aluminum parts to test. Howard and the Boffins were interested in this guy McClellan's theories. McClellan was cutting out Nicholson. That's not our problem. Thanks for your help, Mr. Mapes. Do you mind if we have a look around while we're here? Sure. Knock yourself out. Want to take a look inside her? Can't hurt. Ja. Und die Frage ist, was soll ich hier genau sehen?
Hier kann ich nicht... Nee, hier kann ich nicht hoch. Okay. Gut, dann gehen wir mal hier hin zu den Düsen. Oh. Is that a Pratt & Whitney 4360? Sure is. You know your motors. Do you mind if I take a look at the prop spinner? We're getting her ready for sea trials, so be quick about it. Okay. What is the oily covering on the metal? We coat the aluminum parts in linseed oil to preserve it from oxidization. Okay. Looks like Mapes' office is in the far corner. Let's go see what he's hiding. Also hier fehlt auf jeden Fall ein Stück, ne? Entweder noch nicht fertig gebaut, oder? Das war's jetzt, oder was? Moment. Kann ich hier noch sonst irgendwas machen? Hier hochklettern oder so? Oh, hier ist eine Leiter, da gehen wir hoch. Wenn da eine Leiter ist, kletter ich da hoch. So. Haben wir irgendwas? Nö. Oh, ich kann aufs Flugzeug rauf. Geil. Allerdings ist das wohl nicht sehr interessant. Sonst noch irgendwas? Warum stehen auf den Dächern überall Sachen drauf? Da sind auch noch Fässer. Die gucken wir uns später mal an, aber ich gehe jetzt erstmal hier flugzeugmäßig gucken. Kann man hier auch reinklettern? Das wäre cool. Hier komme ich wieder runter. Juhu, ich fliege. Upsa. Ja, hoppala. Oh, da vorne kann ich rein, oder? Gut, dann gehe ich hier. Kann ich auch hier rein? Einfach so reinklettern oder so? Ne, anscheinend nicht. Gut. Das dürfte es dann wohl gewesen sein auf dem Flugzeug. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwas Interessantes gibt. Nö. Nö, nicht, dass ich wüsste. Gut, dann gehen wir erstmal wieder runter. Da hinten habe ich ja noch ein paar Fässer gesehen. Da gehe ich jetzt erstmal hin. Scheint aber auch nichts Interessantes zu sein. Hier vielleicht irgendwas? Nein. Hier? Nein. Nö, alles nix, okay. Nö, nö, nö. Dann, wenn wir mal hier einfach reingehen, ich meine, warum nicht, ne? Moment, was ist hier? Ah. Leinöl. McClellan's process was going to replace all this. Da wäre die Leinölindustrie bestimmt traurig drüber gewesen. So, hier sieht es also innen erstmal aus, das ist klar. Haben wir hier nichts. Okay, das ist nicht interessant anscheinend. Brecheisen auch nicht interessant. Hier ist sonst nichts. Na, wir klettern mal weiter hier hoch. Mein Gott. Ja, toll, ne? Super. Oh, hier haben wir was. Breitengrad 24, 5 Nord. Latitude 24 degrees, 15 minutes north. Longitude 76 degrees, 0 minutes west. Okay. Na gut. Oh, was können wir hier machen? 76 degrees west. 24 degrees, 15 minutes north. Ach, da oben steht's. 76, wenn man 76 wäre, aber die. 76 degrees west. 24 degrees, 15 minutes north. Okay, 76. Degrees west. So. 24, 15. 15 minutes north. Let's see where this is exactly. Ist aber 19.
The Bahamas. Somebody's already got their maiden flight planned. Ja, warum nicht, mein Gott? Okay. Ist hier noch irgendwas? Hier schon das Cockpit verbaut, aber natürlich noch nicht fertig. Interessant. Interessant. Das Ding ist wohl für irgendwas anderes gedacht und nicht für Passagiere oder beim Transport, sondern eher fürs Abhauen oder so. Kein Plan. So, wo ist jetzt das komische Büro? Da oben. Geh einfach mal kurz hoch. Weil da ist ein goldenes Dingschen, das heißt, da kommen wir rein. Oh. Eine Waffe. Don't think this is any use to us. Okay. Dann nicht. Aha. Okay. Das ist anscheinend ein interessantes Bild. Hier sind noch mehr Bilder. Ja, auch interessant. Das jetzt nicht so. Das daneben schon. That is Marie the Body McDonald. Does Hughes have her on contract to RKO? Yeah, I bet he does. Gucken wir uns doch mal lieber das hier an, oder? Das ist doch schon etwas netter. So, haben wir sonst noch irgendwas, was ich mir angucken Let's könnte? see what Pinker has for us. He's probably done tinkering with that camera. Na gut, ich glaube, das ist jetzt nicht so wichtig. Not sure this means much. Okay. Dann nicht. Okay. Oh. Na gut, dann denke ich mal, Musik sagt, wir haben alles. Denke ich. Thanks for the tour, Mapes. Always happy to help the department. Hey, don't I know your face from the papers? You're the cop that's stripping that German broad. Nah, I think you got the wrong guy, Vernon. Aber was haben die alle für ein Problem, dass es eine Deutsche ist? Rassisten. Bye, ma'am. Miss. Whatever. Gut, was ist jetzt? Was geht jetzt ab? Okay, unbekannte Adresse können wir schlecht hin. Müssen wir wahrscheinlich erst noch herausfinden, wo die ist. Aber wir können zum Revier zurückfahren. You can drive. Fine. Where are we headed? Nach Hause gehen. Alles klar, dann geht's mal auf zum Revier. Mal gucken, was da jetzt McClellan was abgeht. selling his new process to Hughes and cutting out Nicholson. Looks that way. This would never go all the way up to Hughes. You had a middleman deal with stuff like this. Someone like Mapes. The word middleman was invented for guys like Mapes. Sehr gut. Man könnte ihn auch Vernon, der Mittelsmann, Mapes nennen. Alles klar. Und da sind wir. Wilshire Police Station. Mal gucken, ob wir hier andere Dinge, neue Erkenntnisse zutage fördern können. Bin gespannt. Booking Desk. Was soll ich hier tun? Any messages for me, Hopkins? Not many you'd want to hear. Newspapers wanting interviews and rookies cussing you out mostly. Nothing else. Pinker wants you in tech services. Maybe you'll be more popular downstairs. Nette Kollegen. Wie komme ich jetzt hier runter? Wo ist denn die Treppe? Da, alles klar. Beliebt ist Cole auf jeden Fall nicht. So viel kann man sagen. Muss ich hier rein? Hey, Cole. You're not winning any popularity contests upstairs, you know. Da sagst du was. Ja, was ist los hier? Where do you stand? I think you're a good cop, but I try and stay out of politics. Everybody tries to stay out of politics, Ray. Well, don't quote me on it, but I'm hoping that Parker will get the job and clean this place up. I have your photographs. You can use the magnifier. There's quite a lot of detail. Okay. Nimm die Fotos, Cole. Very funny.
I think you're right, Ray. We have our man. You take a nice photo, Phelps. Vor allem das Bild, das sieht voll hässlich aus. I've been in this job 20 years. I never fired my... Ah, hier, wie Phelps da guckt. Mein keiner hat mich mehr lieb. So, gucken wir uns die anderen Bilder an. So. Bringing the Watcher a match for our John Doe. He's obviously the competitive bid. Can you get this over to Lockheed so we can get a name for this guy? It's already on its way. Okay. Dann das nächste Bildchen, würde ich sagen, oder? I don't care. I don't go Howard Hughes, millionaire, industrialist, aviator, and playboy. And Vernon Mapes, ex-dirty cop and business fixer. Da. Found a similar tie pin along with a dead guy in a fridge. Stecknadel. Wichtig. Wichtig! Ah, Cole. Markier es dir in deinem Buch. Los. Es ist wichtig. Eine Stecknadel, verdammt. I say we bust in there and find the goddamn evidence. Excellent photography, Tomoko. So Tomoko had the goods on McClellan. Too bad they blew the place to hell. Okay, was da steht, scheint jetzt nicht unbedingt wichtig zu sein. Gucken uns mal alle Bilder an, weil vielleicht ist da irgendwo noch was anderes drauf. Is this McClellan? Can anyone make out the street number behind him? Are you kidding? With my eyesight? Wo ist denn hier ein Straßenschild? Ah, West. Da steht West. So. Kann man aber auch gerade noch so lesen. So, und hier ist es von der anderen Seite. Da haben wir eine Nummer. Okay. Cole, can you help me with a little experiment? Use the eyedropper in front of you. One drop from each of the bottles on the desk. Place the drops in the petri dish. Okay. Those Vice boys get any on the side? Perchlorid. Und irgendwas anderes. Ich habe absolut keine Ahnung. Ist es egal, was ich hier mache? Ja, mach. Warnung. Warum Warnung? Wir nehmen einfach mal. Leinöl. Moment. Leinöl wird benutzt. Kann es sein, dass man damit eine Explosion machen kann? Acetanhydrid. Acetanhydrid. Oh. It's okay, guys. Just a little experiment. Can you guys knock it off? Everyone's still jumpy from that bang this morning. Very funny, Ray. You just took a couple years off my life expectancy. Did the same trick to me about an hour ago. So that was the stuff that caused the explosion. I think so. Acetic anhydride is almost as explosive as nitro, and when mixed with perchloric acid, it's very unstable. It needs to be cooled constantly. We used linseed oil, but you could add any organic compound to trigger an explosion. 3 little drops. Yeah, and they were using a 100-gallon vat.